Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland. Und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir zu viert die Welt und leben unseren Traum. Wir sind jetzt hier an einem super Spot. Der Ort hier heißt Dolphin Bay und deswegen mussten wir hier unbedingt hinfahren, weil es hieß, dass man hier teilweise Delfine sehen kann. Bis jetzt haben wir noch keine gesehen, aber wir sind auch erst so 1,5 Stunden da. Dafür haben wir schon Pelikane gesehen, also eine Gruppe von Pelikanen, die so tief am Wasser entlang fliegt. Und das ist eigentlich bewundernswert, dass die nicht eindippen, weil es sieht so knapp aus. Kann natürlich sein, dass es auch ein bisschen vom Blick täuscht, aber ja. Wir blenden euch das mal ein, wenn wir das gefilmt bekommen. Und hier werden wir jetzt noch 1-2 Tage wahrscheinlich verbringen, weil es einfach traumhaft schön mal wieder ist. Die Stellplätze hier in Mexiko sind einfach wunderschön. Ich nutze jetzt hier die Zeit, um 1-2 Sachen am Auto zu machen. Und für heute steht auf dem Plan, dass ich mir mal die Tachowelle anschaue. Und zwar geht seit einigen Tagen unser Tacho nicht mehr. Der spinnt komplett, man fährt los und man fährt schon fast 100. Und ich habe jetzt vor 2 Tagen den Tacho schon mal ausgebaut und auf der Seite geschaut. Das schaut aber alles gut aus. Und jetzt wollte ich mir eben die Eingangsseite anschauen. Und ja, deshalb werde ich mir jetzt gleich unter das Auto legen. Ich weiß gar nicht genau, wo die Tachowelle am Getriebe ist. Aber vermutlich wird die am hinteren Ende sein, weil es ja die Endgeschwindigkeit nimmt. Und ja, dann schauen wir mal, wie es da ausschaut. Und wenn es von da aber gut ausschaut, habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung, was man machen kann. Vorne sind die Pelikane, die Sarah erwähnt hat. Es ist zwar nur eine kleine Gruppe, aber man sieht es hoffentlich. Wahrscheinlich sind sie zu klein. Was machst du da? Ich versuche rauszufinden, wo die Tachowelle hingeht. Ich sehe es aber nicht. Ich dachte, ich habe das Kabel verfolgt, den Bordenzug, aber ja. Ich glaube, ich habe es verloren. Und außerdem ist das Auto echt niedrig. Ah, scheiße. Komm nicht mal raus. Beide Enden der Tachowelle schauen gut aus. Leider weiß ich nicht, wie man sie sonst reparieren kann. Daher müssen wir bei Gelegenheit eine neue Tachowelle kaufen. Bis dahin nutzen wir einfach die Geschwindigkeitsanzeige von unserem Navi. Ja, hat jemand gegen unseren Reifen gepinkelt, gell? Das riechst du. Das habe ich auch schon gesehen. Boah, schau dir das mal an. Für mich geht es jetzt ins Wasser. Wir waren jetzt gerade bei den anderen drüben. Der Dan hat mich gefragt, ob ich mit den Schnorcheln gehe. Und ja, ich wollte ja ins Wasser. Und deshalb habe ich jetzt von oben das Schnorchelzeug rausgeholt. Packe jetzt alles und es ist das erste Mal, dass ich das Schnorchelzeug jetzt einpacke. Und vor allem, als wir bei denen drüben waren, ist die Delfingruppe von heute Morgen wieder zurückgeschwommen. Die sind jetzt leider schon vorbei, aber ich bin mal gespannt, was man sonst da alles unter Wasser sieht. Ich muss ganz ehrlich sagen, es fühlt sich nicht an wie 24 Grad. Ich glaube, das war eine Lüge. Oh, es ist kälter wie bei uns die Seen im Sommer. Oh. Und es ist verdammt steinig hier. Aber, oh mein Gott. Es ist dafür super, super schön. Und wie ich gerade sehe, es schmutzelt. Hier drüben stehen wir. Und da drüben stehen die anderen 2 mit ihren Schulbussen. Und ja, bevor es jetzt morgen weitergeht, gehen wir hier nochmal ins Wasser. Man gewöhnt sich langsam an die Kälte.
Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich drin war, aber ich denke mal so eine halbe Stunde, aber länger geht einfach nicht. Es wird einfach so kalt mit der Zeit. Deshalb gehe ich jetzt raus, die anderen sind schon wieder draußen. Und ja, wärme mich erstmal in der Sonne auf. Es ist so gefährlich hier rückwärts lang zu laufen. Ich habe mich gerade hier schon schön aufgeschnitten, weil ich wieder gestürzt bin. Oh mein Gott. Ach so, und der Camper, der hinter uns steht, da ist eine Familie drin. Wir waren bei den anderen, als die dann kamen, da waren 3 kleine Mädels und Ria hat das richtig, richtig gut gemacht mit denen. Also er hat ja nicht, dadurch, dass wir keine Kinder haben, nicht so viel Kinderkontakt und der hat sich von denen gleich am Anfang anfassen lassen am Kopf und ich meine, vor ein paar Monaten wäre das noch undenkbar gewesen, weil egal welcher fremde Mensch, die wurden alle erstmal skeptisch beäugt, also macht er noch immer, aber lässt sich auch ungern anfassen und die konnten ihn gleich eigentlich am Kopf anfassen, Schnauze an Kopf und dann die Haare hingen um Rios Kopf und ja, also hat er richtig, richtig gut gemacht. Sarah macht das Abendessen fertig. Und ich wollte noch eine Sache sagen. Hier im Golf von Kalifornien ist, oder hier in der Bucht, nenne ich es mal, in der Bahia de Concepción, ist das Wasser so krass salzig. Man sieht es ziemlich gut an der Sonnenbrille, an der Taucherbrille, wo überall die Salzkruste dran ist. Und wir dürfen es nachher erstmal, bevor wir es einräumen, sauber machen, weil auf Salz im Auto können wir wirklich verzichten. Aber jetzt lassen wir uns erstmal das Abendessen schmecken. Es gibt heute Nudelsalat und ja, morgen geht es dann weiter. Sarah hat da schon was, glaube ich, rausgesucht. Die hat nämlich vorher geplant mit dem Buch von der Lucy, vom Dan. Und ja, mal schauen, wo wir dann enden.
Einen wunderschönen guten Morgen. Wir hatten heute schon echt ein tolles Erlebnis. Wir haben Delfine hier gesehen. Genauso wie es in der App auch stand. Fast. Die kamen 7 Minuten früher. Genau, statt 7:30 Uhr um 7:23 Uhr. Natürlich war ich gerade mit Rio spazieren, aber Tobi konnte ein paar Bilder einfangen. Und da wir jetzt noch eine Nacht hier stehen werden, habe ich morgen auch noch das Glück. Ja, da passen wir den Hundespaziergang morgens auf jeden Fall an, dass wir dann hier mit der Kamera bereitstehen. Ja. Und ja, der Stellplatz ist einfach genial. Also man hört zwar ein bisschen die Straße im Hintergrund, aber das stört nicht. Also die Aussicht ist super. Und es ist jetzt schon wieder richtig warm. Ja, weil kein Wind weht. Nachher wird es wieder windig und dann wird es kalt. Ja, immer so um 10 Uhr rum wird es windig. Und dann, es ist, also mittags kann man trotzdem so rumlaufen, finde ich. Es wird halt im frühen Nachmittag wird es halt durch den Wind sehr kalt. Aber ich meine, mit Pulli oder so geht es dann meistens. Bis die Sonne weggeht, dann wird es wirklich kalt. Morgen wird es bei uns dann wahrscheinlich weitergehen. Wir wissen aber noch gar nicht wohin, weil als nächstes kommt der Ort Loreto. Und danach geht es wieder ab ins Inland und wir fahren dann wirklich Richtung Süden. Aber so was wir gesehen haben, wird es schwerer mit dem Plätzen. Es gibt schon viele Plätze, aber einer, der sich perfekt anhört mit Walhaien zum Schnorcheln ideal und so weiter. Da stand dann, dass versucht wurde, dass der Hund geklaut wird, dass Autos geklaut werden. Ja, diese Gegend werden wir wahrscheinlich meiden, um nachts zu stehen. Ja, deshalb sind wir im Moment noch recht ratlos. Die Huppel sind so fies. Das kommt auf der Kamera, glaube ich, gar nicht rüber. Wir sind jetzt vorher in Loreto angekommen, an der Ostküste der Baja California Sur. Und haben jetzt hier schon einige Erledigungen gemacht. Unter anderem Wassertank wieder aufgefüllt, Lebensmittel, unsere Wäsche in die Wäscherei gegeben. Die können wir in 5 Stunden holen. Ja, den Leuten zu Hause ein Lebenszeichen gesendet, da wir die letzten Tage keinen Empfang hatten. Und ja, jetzt gehen wir gerade mit Rio. Der ist hinter uns und lässt seinen Ball down in die Wellen reinrollen und traut sich dann wieder nicht, den Ball rauszuholen, weil er Angst vor den Wellen hat. Ja, das ist ganz amüsant zuzuschauen. Und jetzt wartet er, glaube ich, gerade. Und der Ball ist einfach in einem Loch und rollt gar nicht bis zu den Wellen. Aber ja, er checkt es noch nicht. Genau. Und nachher werden wir dann, also die Wäsche ist erst um 6:45 ungefähr fertig. Und deshalb werden wir jetzt hier im Ort dann auch pennen. Und morgen geht es dann weiter nach Süden. Ich finde, Loreto ist eigentlich ganz schön, wenn man durchfährt. Es schaut ein bisschen mexikanischer aus, finde ich, als die letzten Städte jetzt. Ja. Aber ist, glaube ich, noch Mexiko light. Man merkt schon, dass hier viele Kanadier und Leute aus der US echt viel Urlaub hier machen. Man merkt, dass man hier immer mehr in die Urlaubsregion kommt, weil auch die Preise im Supermarkt sind deutlich teurer. Ja. Also das Toast ist 50 Cent teurer geworden jetzt seit dem letzten Supermarkt. Und ja, man merkt es an einigen Sachen. Aber man muss auch sagen, es ist super schön. Es ist mega warm. Und ich glaube, wir können die Amerikaner und Kanadier sehr gut verstehen, dass sie hier runterkommen. Und hier Urlaub machen? Ja, das stimmt. Zwischendrin muss man immer mal wieder an so Militärstützpunkten vorbeifahren. Heute sind wir an einem vorbeigefahren, wo niemand ins Auto wollte. Das hatten wir bisher noch nie. Ja. Also bis jetzt mussten wir immer die Autotür aufmachen. Genau, und heute Schiebetür. Heute haben sie uns einfach durchgewunken. Genau. Und das ist bei uns ein bisschen anstrengend mit Rio, weil er verteidigt unser Auto. Also er muss raus, weil er würde definitiv niemanden reinlassen. Vor allem keinen, den er nicht kennt. Und ja, genau. Darum geht es eigentlich. Deswegen waren wir ganz froh, dass wir heute nicht mal die Schiebetür wieder aufmachen mussten, Rio raus. Und also man sieht hier echt sehr viel Militär. Und
und auch schwer bewaffnet. Wenn man das nicht gewohnt ist, ist das schon so ein, ja, ich weiß nicht, so ein, es ist kein ungutes Gefühl, aber du hast schon sehr viel Respekt. Ja, man kennt es halt nicht von zu Hause. Genau. Und auch jetzt so von der Reise, die bisher in den Ländern, haben wir es eigentlich kaum gesehen. So. Genau. Und Rio wartet noch immer, dass der Ball von der Bälle erwischt wird. Jetzt helfen wir dem mal nach und dann geht's morgen weiter. Ah. Und vorher hatte ich ihn jetzt bestimmt 3-4 Mal hintereinander reinrollen lassen wieder und dann stand er da, so wie jetzt, und hat sich wieder überwunden, den Ball zu holen. Wir haben ja gestern noch in Loreto Wäsche gewaschen und haben ja dort gewartet und es hat 7 € gekostet, die Waschmaschine. Also es war schon mehr Zeug, als wir jetzt in Deutschland drin haben. Es wird aber auch, also man muss nichts machen, man gibt die Wäsche wirklich nur ab. Sie waschen es, sie trocknen es und dann falten sie es und dann kriegt man das in so einem Beutel hier zurück. Und für das finde ich es eigentlich echt voll in Ordnung. Wir sind jetzt natürlich von der USA ein bisschen verwöhnt mit $2 oder $3 pro Maschine, die wir jetzt hatten. Aber ja, jetzt haben wir endlich wieder frische Wäsche und vielleicht kennt ihr es auch, also Tobi hat es nicht so, aber ich liebe einfach diesen Geruch, wenn was frisch gewaschen ist und dann freue ich mich immer. Tobi versteht es gar nicht so. Er ist gerade beschäftigt. Ja, genau. Und jetzt fahren wir weiter zu Juncalito Beach. Das ist auf den Bildern schon traumhaft schön und da werden wir jetzt heute auf jeden Fall den Tag verbringen, vielleicht sogar noch morgen, mal schauen, wie es weitergeht. Wir haben jetzt hier die zweite Nacht am Juncalito Beach geschlafen und heute geht es dann weiter, aber vorher geht es für mich auf jeden Fall nochmal schnorcheln, weil gestern, es war wirklich richtig, richtig toll. Man hat zig verschiedene Seesterne gesehen, Fische und was weiß ich alles. Und ja, das will ich mir nachher nicht nochmal entgehen lassen, obwohl es echt frisch ist, das Wasser. Und die Landschaft hier ist einfach genial. Man kann es nicht anders sagen. Hier vorne die Bergkette und hinter dem kleinen Berg oder Hügel steht man dann am Strand und das ist einfach einmalig. Und wir haben so eine eigene kleine Bucht mit Privatsphäre, das ist wirklich genial. Aber für uns geht es eben nachher dann Richtung La Paz weiter. Achso, ein Nachteil für uns Kinder der Neuzeit. Hier in der Bucht haben wir zumindest kein Handyempfang. Die anderen haben zum Teil 3G und mit Starlink ist es gar kein Problem. Und wir gehen jetzt immer beim Hundespaziergang da vorne hin. Also zum Vergleich, da ganz hinten stehen wir und da vorne an der Kuppe
da hatten wir 4G gestern und da gehen wir jetzt auch hin. Haben wir Hundespaziergang und Internet in einem geschlagen. Aber das ist hier aktuell nach wie vor recht schwer, mit unseren Handys Internetempfang zu haben. Oder Anbietern. Aber es gibt hier auf der Insel, auf der Halbinsel so gut wie nur Telcel. Das hat uns auch ein Mexikaner gesagt, dass Telcel die beste Netzabdeckung hat. Und damit haben wir eben echt gerade Probleme. Ich finde es hier, wo wir gerade sind, viel, viel wärmer als an dem Stellplatz, wo wir gerade stehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier von der Sonne sich langsam hier aufheizt, durch die Bucht hinten rein, aber also vom Gefühl ist es hier wärmer. Da hätten wir keine Jacke gebraucht. Und gestern war ich eben genau in dieser Bucht schnorcheln und heute geht es da hinten, sieht man das durchglänzen, geht es dahinter. Und ich bin echt mal gespannt, ob es da auch genauso gut ist. Und jetzt sind wir hinten an der Bucht angekommen. Aus. Und der Hund hat schon wieder irgendwas im Mund. Okay, fast. Oh nee, da liegt ein toter Fisch. Hier, hier. Die toten Fische gehören ja am Strand auch dazu. Es sind so viele, auch Kugelfische zum Teil. Und hier sehe ich jetzt gerade 2 in der Größe. Und mit Rio macht Spaß, weil er sich in jedem drin wälzen will. Und bis jetzt stinkt er nicht. Bis jetzt, ich glaube, einmal konnten wir es nicht verhindern, sonst konnten wir es verhindern. Aber Gott sei Dank hat er nicht gestunken danach. Wie man gesehen hat, war das Schnorcheln jetzt nicht so geil. Also es war relativ trüb und man hat wenig Fische gesehen. Und zu einem Überfluss ist auf dem Rückweg mein Schuh hier noch kaputt gegangen. Das heißt, ich habe jetzt keinen Flipflop mehr. Ja, den müssen wir dann auch demnächst mal kaufen, weil nur in Turnschuhen habe ich auch echt wenig Lust rumzulaufen oder barfuß. Vor allem, weil wir hier ja schon einen Skorpion und so im Sand gesehen haben. Dann will ich zumindest Flipflops anhaben. Und ja, für uns geht es jetzt dann gleich weiter. Wir fahren wahrscheinlich auf halbem Weg bis La Paz und dass wir morgen praktisch an Silvester in La Paz sind oder in der Gegend zumindest.
Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und wir freuen uns, wenn ihr uns auch nächste Woche weiterhin begleitet und uns unterstützt mit einem Abo, Like und Kommentar. Bis nächste Woche.